Hallo, heute ist Sonntag, der 6. September 2020. Das heutige Video beschäftigt sich mit einem Thema, was hier auf dem Kanal auch schon mal einen Auftritt hatte, nämlich toxische Maskulinität. Und heute möchte ich etwas tiefer einsteigen und mal ein paar Beispiele sammeln, wie es denn zu einer solchen Denkweise überhaupt kommen könnte. Gleich mal vorneweg gesprochen, diese Idee von der toxischen Maskulinität, das ist kein offizielles Störungsbild und auch keine offizielle Symptomatik für irgendetwas. Es handelt sich dabei erstmal um nicht viel mehr als um eine Konstellation von Ansichten, die wir so oder so ähnlich immer und immer wieder antreffen und die sich als einigermaßen destruktiv hervorgetan haben. Nochmal ein kurzer Abriss. Wie äußert sich diese toxische Maskulinität? Ich habe sie persönlich an 2 Kriterien festgemacht. Erstes Kriterium ist diese Tendenz, alles Mögliche im Leben zum Gendern herzunehmen, also eben in männlich und weiblich einzuteilen. Und zwar wirklich alles Mögliche, was es da gibt. Angefangen von Haarfrisuren, über Farben natürlich, Essen, Berufe, Tätigkeiten, Filme, Charakterzüge, Sportarten, Autotypen, selbst die Art zu gehen oder wie man Konflikte löst, kann man in männlich und weiblich einteilen, wenn man das unbedingt will. Und das zweite Kriterium, was ich festgemacht habe, ist, dass die männlichen oder die Sachen in der männlichen Kategorie immer als höherwertiger angesehen werden als die in der weiblichen Kategorie. Das heißt nicht, dass alles Weibliche schlecht gemacht wird, aber die Sachen, die so in der weiblichen Kategorie drin stecken, die werden so, so belächelt, während die Sachen, die in der männlichen Kategorie drin stehen, die sind so der Next Level Shit. Das muss man sich so verdienen. Da kann nicht jeder mit. Machen wir mal ein paar Beispiele, damit es etwas anschaulicher wird. Also Friedlichkeit und Sanftmut beispielsweise gilt als minderwertiger, weil es sich halt bestens dazu eignet, von anderen ausgenutzt zu werden oder einfach zum Opfer zu werden. Hingegen Aggression und Dominanz, das signalisiert der Umwelt, dass man sich wehren kann und dass die anderen besser keinen Scheiß mit einem anstellen sollten. Also das wirkt so, als ob es immer darum ginge, dass man alleine klarkommt und dass man keine Hilfe von außen braucht. Also generell um Hilfe fragen, das ist so der Inbegriff der Kapitulation. Es beweist, dass man alleine nicht mehr weiterkommt und dass man irgendetwas benötigt, was man sich alleine nicht beschaffen kann und dass man auf andere angewiesen ist. Zwischenmenschliche Kommunikation, wenig verwunderlich, hat auch nicht so einen hohen Stellenwert wie kühle Distanz und Schweigen beispielsweise. Also wer schweigt, der jammert auch nicht. Überhaupt Autonomie ist nach der Logik der toxischen Maskulinität einfach ein sehr hohes Gut und viel mehr wert als eine Person, die abhängig ist und die versorgt werden muss. Emotionen sind schlichtweg kein Thema. Ein Einzelkämpfer braucht sowas nicht. Die öffnet nur Tür und Tor für Unzulänglichkeiten und Schwäche, also nichts, was man in diesem Setup für irgendwas gebrauchen kann. Das Gegenteil von Emotionen ist der Verstand, der Ratio. Damit lässt sich schon etwas anfangen, damit kann man scharf nachdenken, Geld verdienen, das eigene Überleben sichern. Da haben wir sie wieder, die Autonomie. Das stille Aushalten und Ertragen von Belastung und von Schmerz gehört zu diesem Lebensentwurf gewissermaßen dazu. Also diese Art zu leben ist halt unbequem und schwer, weil sie bedeutet den permanenten Kampf gegen die eigenen Schwächen. Das ist also eine sehr kompetitive Art, sich Zwischenmenschlichkeit vorzustellen, wie ein Hochofen, in dem man geschmolzen und geschmiedet und zu Stahl geformt wird, bis man härter und stärker ist als die Weicheier, die so ein easy-peasy Lifestyle gelebt haben, die nie irgendeinen Mangel erleiden mussten und die schon Schnappatmung bekommen, wenn man sie nur mit falschen Pronomen anredet. Menschen, die derart weich und intolerant gegenüber Schmerz sind, auf die blickt der toxisch-maskuline Einzelkämpfer milde lächelnd herab. Und ja, natürlich war das jetzt gerade eine Arschbombe in die Klischee-Mottenkiste, ist mir auch klar. Längst tragen nicht alle Leute, die irgendwelche toxisch-maskulinen Denkmuster haben, all diese Überzeugungen in sich. Ich wollte halt nur mal so ein paar Beispiele und so ein paar Tendenzen aufzeigen. Wie können denn solche toxischen Denkmuster nun entstehen? Das ist natürlich immer schwierig und höchst individuell. Vielleicht wird's etwas anschaulicher, wenn ich das mal an einem Beispiel vorführe und dieses Beispiel soll diesmal wieder mal ich sein. Ja, richtig gehört. Nur weil ich toxisch-maskuline Denkmuster schlecht finde, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht davon betroffen sein kann. Das Video wird heute also etwas persönlicher. Ein super toxisches Denkmuster von mir ist zum Beispiel die Tatsache, dass Emotionalität für mich echt negativ besetzt ist. Also das deutliche Mitteilen von Gefühlen finde ich zum Beispiel als minderwertiger als ein, ich sage jetzt mal ganz platt, Pokerface.
Klingt vertraut, oder? Menschen, die Bedürfnisse anmelden oder die irgendeine Art von Sonderbehandlung einfordern, die lösen bei mir so eine spontane Abneigung aus. Und zwar, je weniger mir klar ist, warum die Person diese Sonderbehandlung jetzt einfordert und je mehr Umstände sie mir damit bereitet, desto mehr ärgert mich das. Und wenn eine Person sogar völlig grundlos weinerlich erscheint, dann werde ich sogar regelrecht wütend. Nicht schlecht, oder? Noch ein Beispiel aus der Klischee-Mottenkiste. Ich war früher immer wahnsinnig stolz darauf, dass ich nur so etwa 4 Paar Schuhe hatte. Und ich habe mich wahnsinnig lustig gemacht über Leute, die ständig shoppen gegangen sind und die so 3 Schränke voll mit Schuhen hatten und Taschen und so Zeug. Und zu guter Letzt, Menschen, die ohne Punkt und Komma reden, die halte ich pauschal schon mal für etwas weniger intelligent oder zumindest für weniger reflektiert. Wenn jemand Anstalten macht, mich permanent voll zu texten und von mir Unterstützung oder irgendwie Support einzufordern, dann löst das so eine Art Fluchtinstinkt aus. Also ich denke dann, die Person hängt sich jetzt an mein Hosenbein und lässt mich für den Rest ihres Lebens nicht mehr los. Mit Nähe habe ich es generell auch nicht so. Also ja, ich hoffe mal, diese Beweise genügen mich, um mich der toxischen Maskulinität zu überführen. Sicherlich, in vielen Eigenschaften bin ich auch überhaupt nicht toxisch maskulin, aber in manchen eben schon. Ja, wie so oft ist eben nichts schwarz-weiß. So, wo kommt das nun her? Achtung, jetzt erzähle ich euch meine ganze Lebensgeschichte. Also in meinem Fall findet sich zum Beispiel das Erziehungsideal, dass ich gelobt wurde, wenn ich tapfer und lieb war. Aber wenn ich irgendwie unbequem, bockig, faul oder wütend war, dann wurde ich ausgeschimpft. Ich weiß noch einmal in der Grundschule habe ich morgens beim Anziehen meiner Hose mir den Hals verrenkt. Ich stand also so da und fummelte gerade so an meiner Hose rum, als ich so ein verdächtig reißendes Geräusch in meinem Nacken hörte. Und als ich mich dann wieder aufgerichtet habe, das war ein ziemlich stechender Schmerz. Da guckte ich also erstmal so ziemlich blöd nach rechts, weil das die einzige Richtung war, in die mein Kopf dann noch zeigen konnte. Und dann habe ich mich schon gefreut, yeah, ich habe einen Grund, warum ich nicht in die doofe Schule gehen muss. Meine Mutter erklärte mir dann aber am Telefon, dass das ja wohl kein Grund sei, nicht zur Schule zu gehen und dass ich mich ja in der Klasse auf die linke Seite setzen kann, damit ich trotzdem die Tafel sehe, auch wenn ich die ganze Zeit nur nach rechts gucken kann. Toll. Also meine Eltern waren keine besonders guten Komplizen, wenn es darum ging, mich um unangenehme Pflichten zu drücken. Mitgefühl war jetzt auch nicht immer so ihr Ding. Also und sie waren auch grundsätzlich totale Anfänger darin, ihre eigene Verletzlichkeit oder irgendwie Emotionen zu kommunizieren. Sowas wird ja auch gerne mal von Generation zu Generation weitervererbt. Am Essenstisch, wenn wir beisammen saßen, wurde grundsätzlich nur über Sachthemen gesprochen oder was so einen Tag über passiert ist. Über Empfindungen oder sowas reden, das kannte ich gar nicht. Oder es ging natürlich um die doofe Schule, das ist immer ein Klassiker-Thema. Erzieherinnen, Lehrer, sogar Ärzte, sie alle liebten Kinder, die so waren wie ich. Pflegeleicht, leise und höflich, ich stiftete nie Chaos, ich gehorchte aufs Wort und beim Blutabnehmen habe ich nicht einmal einen Mucks von mir gegeben. Tapfer, sagte jedes Mal die Arzthelferin, und irgendwann entwickelte ich einen gewissen Stolz darauf, ein gewisses Ehrgefühl, einfach gelangweilt aus dem Fenster zu gucken, wenn ich gerade eine Spritze in den Arm bekomme, so von wegen, ach, das tut doch überhaupt gar nicht weh, keine Ahnung, warum die anderen Kinder da so rumschreien müssen. So kam es halt, dass stummes Ertragen von Schmerzen und Tapferkeit bei mir als gute Eigenschaft abgespeichert worden sind. Es gab ja Anerkennung von den Erwachsenen. Wenn ich dann allerdings Menschen begegnete, die um ihr Leid immer ein großes Drama machten, dann löste das relativ viel Irritation bei mir aus. Die Zeit war auch für meine Eltern nicht so einfach. Sie hatten auch so ihre eigenen Zukunftssorgen und kamen gestresst oder überhaupt erst spät von der Arbeit. Hatten insgesamt viele Sachen um die Ohren, um die sie sich noch kümmern mussten. Ich hatte also den Eindruck, ich kann von denen jetzt nicht noch mehr abverlangen. Deswegen versuchte ich so Schwierigkeiten, die ich so für bewältigbar halte, einfach für mich selbst auszumachen. Und so negative Eigenschaften von mir, die nicht gern gesehen waren, wie Bockigkeit oder Wut oder sowas, die habe ich versucht zu unterdrücken. Stattdessen habe ich versucht, eher hilfreich zu sein, ihnen im Haushalt zu helfen,
gut in der Schule zu sein, damit sie sich darum nicht auch noch Sorgen machen mussten. Und ja, also keine Ansprüche an meine Eltern zu stellen, mehr Taschengeld zu verlangen oder ihnen eine Szene wegen irgendwas zu machen, das wäre mir einfach nie in den Sinn gekommen. Ich nahm einfach das, was sie mir von sich aus gaben, und im Zweifelsfalle begnügte ich mich auch mal damit, einfach mit leeren Händen dazustehen. Ich hatte also das Bild verinnerlicht, dass ich von anderen nichts verlangen durfte, weil ich ihnen sonst eine Last war. Und stattdessen wollte ich lieber hilfreich und eine Stütze sein. Es ging mir einfach so in Fleisch und Blut über, dass ich andere Menschen mit meiner Person nicht belasten durfte, dass ich regelrecht schockiert war, wenn ich gesehen habe, wie andere Menschen das Gegenteil machten. Also wenn Leute lautstark sich anderen aufdrängten, Gefälligkeiten einforderten oder irgendwie anstrengend waren. Das wäre mir selbst unangenehm gewesen. Eine andere Sache kommt auch noch hinzu, und zwar hatte ich während der Schulzeit wenige langanhaltende Freundschaften. Meine Kindergartenfreundschaft zerbrach, weil sie ein Jahr später als ich eingeschult wurde. Dann die nächste Freundschaft während der Grundschule zerbrach dann nach 4 Jahren, weil sie weggezogen ist und in eine andere Schule gekommen ist. Die nächste ist dann in der 6. Klasse sitzen geblieben. Also andauernd sind Freundschaften zerbrochen, weil irgendjemand die Schule verlassen hat, weggezogen ist oder unser gesamter Klassenverband durch unsere Fremdsprachen oder Profilwahl andauernd durcheinander gewürfelt und neu zusammengestellt worden ist oder sonst irgendwas passiert ist. Auf diese Weise habe ich nie so eine wirklich tiefe und enge Bindung zu Gleichaltrigen aufgebaut, sondern eher so oberflächliche Freundschaften, weil ich habe halt irgendwann die Maxime verinnerlicht, dass ich jederzeit verlassen werden konnte, und dann stand ich alleine da, und wenn ich dann mich auf den anderen verlassen müsste, dann hätte ich ja ein echtes Problem. Also sollte ich besser lernen, meinen Kram alleine zu klären. Dann würde ich in diesem Fall kein Problem haben, praktisch. Das passt übrigens auch sehr gut zu dem ersten Punkt. Nichts von anderen erwarten, stets autonom bleiben, ne? Also so ein Einzelgänger mit lächelnder Fassade. Gleichzeitig haben mir meine Eltern eingebläut, dass Bildung wahnsinnig wichtig ist. Und dass meine Schulnoten mein späteres Berufsleben maßgeblich beeinflussen würde und bla bla bla. Vor allem die Fächer Mathe, Deutsch und Naturwissenschaften, die waren ihnen sehr wichtig. Hingegen so musische Fächer oder so Laberfächer, wie sie es immer genannt hatten, da sagten sie, das wäre nicht so wichtig. Mit künstlerischen Fächern ließ sich auf dem Arbeitsmarkt auch überhaupt kein Blumentopf gewinnen, womit sie ja recht hatten. Nur unglücklicherweise waren es ausgerechnet diese kreativen Aktivitäten, für die ich mich am meisten begeistern konnte. Also von allen Fächern schlug mein Herz halt ausgerechnet für die Taxifahrerfächer und für brotlose Künste. Toll, das hieß also, die Welt der Erwachsenen, die mich erwartete, die würde ziemlich hart und erbarmungslos werden, und ich musste mich so weit wie möglich hochrüsten, um dafür irgendwie fit zu werden. Gefühle waren schlichtweg kein Thema für mich. Um die Dinge zu erledigen, die bei mir auf der Prioritätenliste ganz oben standen, brauchte ich die nicht. Also konnten sie ja nicht sonderlich wichtig sein. Meine eigenen Emotionen wurden ja immer in gut und in schlecht bewertet, wie ich am Anfang schon erzählt hatte. Also in wünschenswert und, sowas wie Trotz und Bockigkeit, die waren halt nicht so wünschenswert. Die bekamen Hausverbot. Deswegen lernte ich, dass ich halt nur positiv erachtete Emotionen zulassen konnte und den Rest irgendwie wegdrücken musste. Das entfremdete mich aber auch ein Stück weit zu meinen eigenen Empfinden und zu meinen eigenen Gefühlen. Und das so weit, dass ich bis zum heutigen Tag die meiste Zeit nicht sagen kann, wie es mir gerade geht. Ganz ernsthaft nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich merke das nicht. Da ist nichts. Im Prinzip lief ich wie eine Maschine. Das blieb auch nach dem Abi so. Als ich dann von einigen Studenten, die offensichtlich die ersten Semester zu viel mit Feiern verbracht hatten, die Ermahnung hörte, dass ich das Studium unbedingt ernst nehmen sollte und dass ich mich vom ersten Tag an reinknien sollte, nahm ich mir das zu Herzen und kniete mich vom ersten Tag an richtig rein. Eigentlich war es ganz einfach. Ich musste nur genau das machen, was ich eigentlich gar nicht wollte, und schon konnte ich mir sicher sein, dass ich die richtige Richtung einschlug. Ich mochte
Musik machen, Bilder malen, Geschichten schreiben, Gedanken trudeln lassen. All das war nutzloser Scheiß, der maximal als Hobbybeschäftigung taugte. Stattdessen musste ich in der Uni anwesend sein, meine Aufgaben rechnen, Meilensteine abschließen, Hausaufgaben machen und selbst am Wochenende programmieren. Auf Bilder malen hatte ich einfach irgendwann keine Lust mehr. Stattdessen floh ich gerne in diverse virtuelle Welten, um dort etwas Zerstreuung zu bekommen von dem ewigen Hamsterrad. Uni. Arbeit. Vor Leuten, die sich gehen ließen, die die ganze Zeit nur Party machten und sich nicht um morgen kümmerten, vor denen rümpfte ich die Nase. Gebt euch gefälligst ein bisschen mehr Mühe, sagte ich in Gedanken. Für eure Faulheit muss ich später mal meinen Arsch hinhalten. Und insgeheim rümpfte ich auch etwas die Nase, wenn Leute sich anderen als Künstler vorstellten. In Gedanken fügte ich hinzu, also euch darf ich auch mit durchfüttern. Ich hatte also meine einstige Passion verraten. Die Welt hatte keine Verwendung dafür, also konnte es ja in den Müll. Eigentlich hatte die Welt keine Verwendung für mich. Ihr seht, da waren so zwei Seiten in mir, die sich eigentlich gegenseitig komplett widersprochen haben. Nach außen zeigte ich so eine angepasste, so eine pflegeleichte Fassade, die von anderen nichts erwartete, die sich selbst versorgte, die sich aber zeitgleich von anderen Menschen distanzierte und froh darum war, auf andere Menschen nicht angewiesen zu sein. Und auf der anderen Seite, das Innere, da waren diese ganzen unterdrückten Sehnsüchte, diese verlachten Interessen, der Wunsch nach Zuwendung, nach Lastern, Loslassen, Herumbaumeln, nach Muße, Blödsinn und allem, was Spaß machte. Eben alles, was in der Prioritätenliste ganz unten stand und deswegen nur mal so als Randnotiz abgehandelt wurde, wenn überhaupt. Je größer die Diskrepanz zwischen dieser äußeren Fassade und diesem inneren Kern wurde, desto mehr Disziplin brauchte es, um weiterhin zu funktionieren. Das forderte diesen alten Ehrgeiz in mir heraus. Ich entwickelte einen morbiden Stolz darauf, wenn mein Wille die Schwäche in mir einmal mehr besiegt hatte. Ich weiß, einmal war ich auf einem Konzert, als ich einen Kreislaufzusammenbruch hatte. Alles wurde schwarz um mich herum. Mir war arschkalt. Ich fing an zu zittern. Meine Knie fühlten sich so wabbelweich an, als wären sie aus Kaugummi. Jeder kleinste Anstupser hätte genügt und ich wäre der Länge nach hingeflogen. Minutenlang stand ich so da. Dann wurde das Bild vor meinen Augen langsam heller. Das Weiß kehrte zurück. Ein paar Minuten später kamen die Farben wieder. Einige Zeit rockte die Band in völligen Falschfarben vor meinen Augen die Bühne rauf und runter und dann normalisierte sich langsam wieder alles. Ich konnte wieder sehen, auch wenn ich noch ziemlich geschlottert habe und durch den Wind war. Als ich dann aus dem Publikumspulk rausging und mein Spiegelbild erblickte, bekam ich einen regelrechten Schrecken. Meine Haut war kalkweiß. Man konnte teilweise sogar die Adern darunter sehen und um meine Augen lagen so tiefviolette Schatten. Wow, wie geschaffen für eine Halloween-Figur. Abgesehen von diesem nicht sehr schmeichelhaften Look war ich stolz auf mich. Ja, stolz darauf, dass mein Wille meine körperliche Schwäche gezähmt und bezwungen hatte. Ohne Hilfe. Das war purer Triumph. Aber dieser innere Zweikampf, der konnte auch andere Töne anschlagen. Nicht nur die von Triumph, sondern auch die von Neid und Missgunst. Ich litt ja schließlich selbst andauernd Hunger an den Dingen, wonach mir eigentlich der Sinn stand. Deswegen machte mich der Anblick von Leuten, die nach Linderung schrien und die dann auch noch versorgt wurden, regelrecht wütend. Wenn ich das schaffte, mit den Widrigkeiten des Lebens klarzukommen, warum schafften das die anderen dann nicht auch? Warum werden immer diejenigen versorgt, die einfach nur am lautesten herumheulten? Kann es sein, dass die einfach nur keinen Bock haben? Oder an dieser Stelle hätte ich tief hinabstürzen können in den Abgrund des Hasses, aber zum Glück bin ich um diesen Abgrund nochmal so klimpflich herumgekommen. Aber das ist ungefähr so der Hintergrund, vor dem meine Glaubenssätze so drapiert sind. Und nun zur Erinnerung, das waren ein paar Anekdoten, die ich so erzählt habe. Ich habe viele Sachen auch ausgelassen, die ich hier heute nicht vertiefen will. Zumindest ergeben meine Glaubenssätze, die ich am Anfang des Videos erklärt habe, vor dieser Geschichte jetzt etwas mehr Sinn, oder?
Mein Stolz darauf, Schmerz oder Angst zu bezwingen mit dem bloßen Kraft meines Willens, dieses Bestehen darauf, unabhängig von anderen Menschen zu sein, sich selbst versorgen zu können, keine Hilfe benötigen, keine engen Bindungen eingehen, das Zurücknehmen meines eigenen Wesens und meiner Bedürfnisse, das Abwerten aller nicht naturwissenschaftlichen Disziplinen und aller brotlosen Künste, auch wenn mein Herz heimlich dafür schlug, und das Geringschätzen von Emotionen bis hin zu regelrechter Blindheit dafür, wie es mir ging. Was mir jetzt noch fehlt in meinem Portfolio, das ist, glaube ich, noch dieses Dominanzgebaren und Aggression und dieser latente Frauenhass, der bei so den richtig hardcore, toxisch maskulinen Weltbildern noch meistens mit von der Partie ist. Wenn ich die beiden Dinger jetzt auch noch mit auf mein Deck aufnehmen könnte, dann hätte ich, glaube ich, so ein Royal Toxic Straight Flush oder so. Ja, wie kommt man nun raus aus solchen Denkmustern? Wir werden es sehen. Ja, dazu wird es dann vielleicht irgendwann, hoffentlich, keine Ahnung, nochmal ein eigenes Video geben, sobald ich eine Antwort darauf habe. Was noch nicht der Fall ist, ja. Also ich bin erstmal so weit gekommen, dass ich hier heute darüber sprechen kann, aber ich bin noch nicht so weit, die Antwort auf diese Frage präsentieren zu können. Ja, also nur um eine Idee zu nennen, dieser Ausdruck über Gefühle reden, der hat für mich noch einen ähnlichen Appeal wie Zehennägel schneiden. So was ganz Unangenehmes. Also ich habe noch einiges an Weg vor mir, so ist es nicht, aber sobald ich weitergekommen bin, werde ich gerne meine Erfahrungen teilen. Was ich in dem Video heute zeigen wollte, war dieses Konzept von toxischer Maskulinität. Das mag ein völlig unwissenschaftliches Konglomerat aus irgendwelchen Verhaltensweisen sein, die irgendwie destruktiv sind. Aber die Gründe, wie es zu diesen Denkmustern kommt, die sind sehr wohl wissenschaftlich beschreibbar. Da gibt es auch irgendwelche Fachbegriffe, frag mich nicht. Und die lassen sich auf reale Erlebnisse zurückführen. Und diese Erlebnisse und das alles, das hat überhaupt nichts mehr mit Geschlechtlichkeit zu tun. Also überhaupt gar nicht mehr. Das ist einfach so die persönliche Geschichte, die am Ende zu einem Ergebnis führt und dieses Ergebnis wird jetzt irgendwie benannt. Die löst irgendwelche Assoziationen aus und diese Assoziation war halt zufällig Maskulinität. Wir hätten es auch anders nennen können. Ja? Ich bestehe auf diese bescheuerte Bezeichnung toxische Maskulinität jetzt nicht. Ich wollte nur zeigen, wie es sowas kommen könnte, beispielhaft gezeigt an dem Beispiel von mir. Da soll übrigens auch jetzt nicht der Eindruck entstehen, nur weil jemand irgendwelche Denkmuster aus dem Reich der toxischen Maskulinität hat, dass dieser jemand nun deswegen gestört ist oder irgend sowas. Also wie so oft macht die Dosis das Gift. Und ein paar Schrullen haben wir alle. Ja? Also Eigenbrötler sind völlig okay. Es müssen auch bitte nicht alle kommunikativ sein. Ja, bloß nicht. Und Aggressionen sind auch irgendwas Menschliches, mit dem wir irgendwie umgehen lernen müssen. Also unsere Gesellschaft in irgend so eine super harmonische Teddy-Kuschel-Gesellschaft umzuzüchten, das kann nicht das Ziel sein. Das wäre völlig unrealistisch. Aber sehr wohl realistisch finde ich die Idee, dass wir Wege finden, wie wir irgendwie miteinander umgehen können, ohne dass sich manche von uns permanent verbiegen müssen. Und wir uns gegenseitig so nehmen, aber auch gegenseitig so lassen können, wie wir sind. Ich glaube, davon hätten wir alle was. In diesem Sinne, unverbogene Grüße. Euer Kater Schnurz.